Filmo. Filmfakten. Heute 5 Filmfakten über Les Petits Fugues. Kleine Fluchten. Les Petits Fugues von Yves Jersin aus dem Jahr 1979 erzählt die Geschichte von Knecht Piep, der Monotonie seines Lebens entkommen will. Ein Töffli ist hierbei sein erster Schritt in die Freiheit. Ein Schlüsselmoment ist die Ankunft des Mofas gleich am Anfang des Films. Schauen wir uns diese Sequenz genauer an. Sie beginnt mit dem Protagonisten, dem Knecht Piep. Dieser schaut ungewöhnlich lange in eine Richtung, ohne dass der Zuschauer ahnen kann, worauf sein Blick gerichtet ist. Das schürt eine gewisse Neugier. Dann folgt endlich die Auflösung, die allerdings nochmals etwas verzögert wird, bis wir erkennen, dass es sich um einen Zug handelt, den Piep zu erspähen versuchte. Haben Sie gemerkt, was hier passiert ist? Der Betrachter und das betrachtete Objekt werden in einem eleganten, aber überraschenden Schwenk im Bild vereint. In solchen Szenen würde normalerweise noch einmal auf den Blickenden zurückgeschnitten. Hier hält das erwartete Objekt etwas unwahrscheinlich, doch filmisch effektiv in einer Aussparung zwischen 2 Waggons, punktgenau vor unserem Protagonisten. Die Bildkomposition mit dem Maisfeld im Hintergrund verdeutlicht, das Mofa gerät in die Arbeitswelt und das Leben von Piep. Das Objekt der Begierde erstrahlt nun funkelnd und schön in einer Großaufnahme. Fast schüchtern nähert sich Piep mit seinen schmutzigen Fingern und aktiviert das Gerät zum ersten Mal, auch wenn es erst nur die Klingel ist, die eine neue Ära für ihn einläutet. In einer Totalen steht das Mofa wiederum nicht auf einer Straße, sondern in einem fremden, ländlichen, ja fast romantischen Umfeld. Piep betrachtet es, als sei es eine Geliebte. Das Mofa wird nun in mehrere Detaileinstellungen zerlegt, wie es sonst im Kino nur mit dem Körper geschieht. Liebevoll, wie Piep die Kühlungslamellen des Motors zum Klingen bringt. Schon fast deftig erotisch, wie er seine Finger mit dem Schmieröl benetzt und daran riecht. Interessanterweise endet unsere Sequenz damit, dass Piep, da er noch nicht darauf fahren kann, sein Mofa zu Fuß nach Hause schiebt. Ein Glücksfall der Regie auch, wie der Schattenwurf einer Wolke am Himmel ihm dabei folgt. Erst später im Film, unter Anweisung seines Freundes Luigi, lernt er das Fahren. Wenn auch nicht gleich beim ersten Versuch. Der Star auf 2 Rädern ist kein anderer als ein Batavus Go-Go-Moped, mit dem sich Piep aufmacht, den Kanton Waadt zu entdecken. Während seiner Reise stößt der Rentner auf eine Piaggio Ciao und zahlreiche Motorradtypen wie Honda CB250 und CB504, Suzuki GS750 und Yamaha XS750 und sogar ein Motocross-Wettrennen. Dass Piep dem Zuschauer so ans Herz wuchs, lag auch an der hervorragenden Leistung des französischen Comédien Michel Robin. Der damals 50-Jährige war bereits aus Filmen von Claude Goretta wie L'Invitation und Pas si méchant que ça bekannt. Das jüngere Publikum erkennt Michel Robin wahrscheinlich noch als Collignons Vater in die fabelhafte Welt der Amélie. In der Rolle als Piep wuchs er über sich hinaus und wurde 1979 in Locarno mit dem Bronzen Leoparden als bester Schauspieler ausgezeichnet. Laut Yves Jersin hatte sich Michel Robin nicht wirklich für die Rolle vorbereitet. Doch kaum hatte er seine Arbeitskleidung angezogen und die Mistgabel in der Hand, wurde er sofort zum Knecht Piep. Seine Fähigkeit, sich zu verwandeln, in die Identität einer Rolle zu versinken, war unheimlich.
Neben Piep wurde auch Claude Muret, der zusammen mit Yves Hersin das Drehbuch geschrieben hatte, zu einer Figur der Schweizer Filmgeschichte, wenn auch gänzlich ungewollt. Muret war damals ein linker Aktivist und stand in den 1970er Jahren unter geheimer polizeilicher Beobachtung. Als 1989 durch die Fischen-Affären die Polizeidossiers zugänglich wurden, staunte Muret nicht schlecht, wie er selbst zum Protagonisten einer erstaunlichen Geschichte wurde. In der 500-seitigen Fische fand er sein Leben minutiös dokumentiert vor sich. Regisseur Jean-Stéphane Braun, der bei Yves Hersin zur Schule ging, konfrontierte 1996 im Dokumentarfilm Connu de nos services Muret mit seinem Beschatter. L'intégration à cette société qu'on n'a pas réussi à changer, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de me situer dans une hiérarchie sociale que je récuse, quoi, dans cette société pyramidale. Der Film feierte seine Premiere am 27. Januar 1979 an den Solothurner Filmtagen. In Frankreich wurde er ein paar Monate später am Filmfestival in Cannes uraufgeführt und zog dann durch die ganze Welt. Les Petits Fugues wurde in zahlreichen Sprachen synchronisiert. Unter anderem erhielt er 1981 die allererste Synchronisation in Schweizer Dialekt und lief fortan unter dem Titel Kleini Sprüng. Siegfried Steiner sprach den Piep, Margret Winter die Rose und Hans-Peter Müller-Drossard den Alain. Der Film wurde im In- und Ausland überraschend zum Blockbuster und eine der erfolgreichsten Produktionen der Schweizer Filmgeschichte. Der Film lockte in der Schweiz knapp 500.000 Zuschauer in die Kinos und begeistert das Publikum noch heute an Wiederaufführungen im Kinosaal oder als Video on Demand. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch